Niemand schaut in Interviews oder Dialogszenen gerne die ganze Zeit auf eine redende Person. Deshalb wird in den meisten Filmen mit zusätzlichem Videomaterial gearbeitet. Solche Aufnahmen werden je nach Art des Films als B-Roll, Schnittbild oder Insert bezeichnet. In diesem Video erfährst du, was es damit auf sich hat und wie du B-Roll, Schnittbild und Inserts am besten für deine Zwecke einsetzen kannst. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Lorenz. Als Filmemacher und Gründer von Mindnapped teile ich auf diesem Kanal mein Wissen zur Produktion von Filmen und Videos. Lass uns also gerne ein Like und ein Abo da, wenn du regelmäßig Tipps und Tricks zum Thema Videomarketing erhalten willst. In Imagefilmen, Produktvideos und Co. bilden Interviews oder gesprochene Präsentationen eine oder mehrere Personen häufig die Grundlage und vermitteln die wichtigsten Inhalte. Aber in den wenigsten Fällen ist so ein reines In-die-Kamera-Reden über eine längere Zeit unterhaltsam. Außerdem verpassen solche Filme die Möglichkeit, Dinge zu zeigen, anstatt sie nur zu behaupten. Wieso es unbedingt wichtig ist, bei einem Videodreh Schnittbilder zu filmen und warum sie deinen Film besser machen, erkläre ich dir in diesem Video. Wer B-Roll sagt, muss auch A-Roll sagen. Oder anders gesagt, wo kommt der Begriff B-Roll her? Und gibt es auch A-Roll? Ganz kurz, ja. Der Begriff A-Roll stammt nämlich aus dem Englischen und kommt daher, dass Filme in den Anfangstagen auf Filmrollen aufgenommen wurden. A-Roll war dabei das A-Material, also die Hauptaufnahmen, während B-Roll die danach gefilmten Bilder waren. Bei eher dokumentarischen Filmen, die im Kern aus Interviews oder Statements bestehen, wie das zum Beispiel bei Imagefilmen der Fall ist, sind die Hauptaufnahmen meistens die deine Protagonisten beim Reden zeigen. Ohne die geht es nicht. Im Gegensatz zu A-Roll zeigt B-Roll deshalb oft Szenen, in denen die Darsteller nicht reden. Das können beispielsweise Aufnahmen der Umgebung, von Gegenständen oder aber auch von Mimik oder Gestik der Darsteller sein. Sie werden zeitlich in der Regel nach dem Dreh aufgenommen, können aber auch davor gedreht werden. B-Roll-Footage kann oft ohne Ton aufgenommen werden, wenn das Videomaterial in der Nachbearbeitung über die Tonspur der A-Roll gelegt oder mit Musik bzw. Soundeffekten untermalt wird. Ein Ziel solcher Aufnahmen ist es, dass Zuschauende nicht den ganzen Film über die sprechende Person anschauen, sondern abwechslungsreiche Bilder zu sehen bekommen. Darüber hinaus gibt es aber noch einige weitere Funktionen von Schnittbildern. Kommen wir zu den Gründen, wieso B-Roll deinen Film besser macht. Die häufigste deutsche Bezeichnung für B-Roll ist Schnittbild. Und das deutet eine andere Funktion solcher Szenen an, das Überdecken von Schnitten. Interviews werden in der Regel nämlich nicht in voller Länge veröffentlicht. Bei Interviewfilmen werden sie vielmehr in veränderter Reihenfolge oder stark gekürzt verwendet. Es kommt aber auch zum Beispiel vor, dass Interviewpartnerinnen zu lange oder zu detaillierte Antworten geben, sich versprechen, undeutlich reden oder meinetwegen husten. Wenn du diese Stellen rausschneidest, entstehen unschöne, harte Cuts. Geschulten Zuschauern fällt sowas sofort negativ auf und auch für Laien kann es ganz schnell nervig sein. Mit Schnittbildern kannst du solche harten Schnitte verdecken. Dafür fügst du die Aufnahme einfach direkt in einer Bildspur über den bearbeiteten Abschnitt ein. Im Idealfall willst du aber mehr erreichen, als nur Schnitte zu verdecken. Du willst deinem Publikum etwas zeigen, denn zeigen ist immer stärker als nur erzählen. Im Spielfilm spricht man von einem Insert, wenn eine Nahaufnahme eines Aspektes der Handlung, die gerade gezeigt wird, eingefügt wird. Also zum Beispiel der Brief in der Nahaufnahme in der Hand der Protagonistin, um den es gerade eigentlich auch im Dialog geht. Diese Art der Verdichtung funktioniert auch in Imagefilmen. Eine weitere Art, Schnittbilder einzusetzen, kommt aus dem Dokumentarfilmgenre. Während wir im gesprochenen Text etwas hören, sehen wir das, worüber gerade gesprochen wird, ohne dass der Ton unterbrochen wird. Eine Wissenschaftlerin spricht zum Beispiel über ihre Arbeit im Labor und genau in diesem Moment sehen wir sie bei dieser Arbeit. Auf der einen Seite kannst du das Umfeld filmen und dem Zuschauer so Informationen zum Ort, Person und Unternehmen, der Arbeitsatmosphäre oder den Arbeitsprozessen geben. Auf der anderen Seite kann dein B-Roll-Footage das Gesagte unterstützen und besser erklären. Es gibt also nicht nur eine Art, Schnittbilder zu machen. Du kannst sie entweder selbst drehen oder auf andere Quellen zurückgreifen, wie zum Beispiel auf Archivmaterial oder eben auf Stockvideos. Diese findest du auf verschiedenen Stockseiten im Internet. Wenn du mehr über das Thema Stock-Footage erfahren willst, schau mal in unser hier verlinktes Video rein. Ob du dich am Ende für animierte Bilder, Stockvideos, Archivaufnahmen oder selbstgedrehtes neues Footage entscheidest, die Auswahl und Kombination des Videomaterials bestimmt die Art und Weise, wie du deine Geschichte erzählst. Bessere Videos zu produzieren bedeutet auch, Emotionen bei den Zuschauenden zu wecken. Und genau dabei helfen dir Schnittbilder.
Du musst hierfür nicht unbedingt Menschen in emotionalen Situationen filmen, es reicht schon aus, wenn du deinen Film in mehreren Einstellungen und aus verschiedenen Perspektiven filmst. Beispielsweise kannst du durch das Filmen von Körpergesten zeigen, wie die Person, die spricht, gerade empfindet. Ob sie sehr ruhig und gelassen oder impulsiv und energisch ist. Das Drehen von Bildern in verschiedenen Einstellungen ist der Schlüssel zu professionellen Videos. Im hier verlinkten Video zur 5-Shot-Regel erkläre ich dir ausführlich die verschiedenen Einstellungen, die deine Videos abwechslungsreicher machen. Wie genau du deine Schnittbilder aufnimmst, entscheidest du. Die Technik, für die du dich letztendlich entscheidest, verleiht deinem Video einen persönlichen Touch. Willst du lieber aus der Hand filmen oder einen Gimbal verwenden zum Beispiel? Während das Filmen aus der Hand die Szene etwas unruhiger und auch spontaner und persönlicher erscheinen lässt, sind die Kamerabewegungen mit dem Gimbal flüssiger und wirken dadurch hochwertiger. Trau dich damit einfach mal zu experimentieren. Du kannst nämlich den Fokus der Zuschauer gerade mit diesem Thema Tiefenunschärfe auf bestimmte Bereiche des Bildes lenken. Mit einem stärkeren Scharf-Unscharf-Kontrast wirkt dein Video insgesamt cinematischer und damit professioneller. Auch Luftaufnahmen mit Drohnen oder Slow-Motion-Aufnahmen bieten sich für Schnittbilder an. Viele der heutigen Kameras haben die Funktion eingebaut, in Slow Motion, also zum Beispiel mit 120 Bildern pro Sekunde, aufnehmen zu können. Am Schluss kannst du noch Musik- oder Soundeffekte über bzw. unter deine Schnittbilder legen, um den gewünschten Effekt zu verstärken. Kennst du die wichtigsten Videoschnitttechniken? Wird dir die Gestaltung deiner Videos insgesamt leichter fallen. Auch dazu haben wir ein Video vorbereitet, das du dir hier verlinkt mal genauer anschauen kannst. Wenn du bessere Videos erstellen willst, ist das Aufnehmen von zusätzlichem Videomaterial beim Dreh unumgänglich. Falls du das Gefühl hast, nie genug Zeit am Set zu haben, schau dir unbedingt mal unser Video zur 5-Shot-Technik an. Die hilft dir nämlich genau dabei. Schreib uns doch in die Kommentare, welche weiteren Ideen du für gute Schnittbilder hast. Vielleicht gibt es ein paar Tipps und Tricks, die du uns mitteilen möchtest und von denen andere profitieren können. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass uns ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video von MindNet. Mit Videos mehr erreichen.